Mitten im Nirgendwo liegt das Hotelrestaurant von Harald Rüssel. Wenn du hier über den Parkplatz fährst und du siehst dann dieses Naturspektakel, also wenn das nicht toucht, weiß ich nicht, ne? Ja, wir sind so der letzte Rockzipfel vom Hunsrück und wir sind hier so ländlich und so waldlich, fast schon ein bisschen gebirgig. Und da haben wir natürlich auch viel Wild und viele Rehe, viele Wildschweine. Und das fließt natürlich mit in unsere Küche ein und das verarbeiten wir hier, ne? Ununterbrochen seit 1993 hält Harald Rüssel einen Michelin-Stern. Er lüftet für uns die Geheimnisse seiner Kochkunst. Okay, dann fangen wir mal an, gell? Heute kocht Harald Rüssel ein 3-Gänge-Menü. Ja, dann nehmen wir ein bisschen den Strunk raus. Der erste Gang ist Forelle mit einem Blumenkohlpüree. Dazu noch ein Rohkostsalat aus verschiedenen Blumenkohlsorten. Aber der wird erst später zubereitet. Das wird jetzt unser Blumenkohlpüree. Da braucht man eigentlich nur die Röschen ein bisschen vom Stiel befreien und die leicht anschwitzen, dass die so ein bisschen mit der Butter so einen leichten braunen Ton kriegen. Also wenn man sich so dran erinnert, wenn die Oma Blumenkohl gemacht hat mit einer braunen Butter drüber, so soll das schmecken. Ja, das mache ich jetzt als erstes, weil das ja ein bisschen braucht, bis es halt auch schön weich gegart ist, ne? Man macht immer am Anfang die Sachen, die am längsten dauern, die macht man natürlich zuerst, ne? Und jetzt kommt die Flüssigkeit dazu und die Sahne. Dann braucht man ein bisschen Salz und ein bisschen Muskat. Gerade so ein bisschen, nicht viel salzen, weil das reduziert sich ja noch ein bisschen. Jetzt noch ein bisschen Muskat. So. Und dann schiebt man das zur Seite, dann kann das schon mal mit aller Ruhe schmuggeln. So, jetzt kommt der nächste Step. Jetzt machen wir die Soße zu unserem Gericht. Wichtiger Bestandteil der Soßen sind Schalotten. Harald Rüssel schwört darauf. Schalotten nimmt man sehr gerne bei uns in der Küche wegen der ätherischen Öle. Also das ist so ein bisschen süßlich und die ätherischen Öle in der Schalotte verstärken vieles. Deswegen ist bei uns in der Küche, wenn man Soßen macht und so weiter, die Schalotte immer im Einsatz. Bei uns ist es jetzt so, dass ich hier die Schalotten anschwitze. Dann kommen noch die Champignons dazu. Das klingt alles noch einfach und vertraut. Die Feinheiten kommen dann mit den Gewürzen und ein paar besonderen Zutaten. Dann stäuben wir das jetzt gleich ein mit Curry. Ein bisschen Butter dazu. Ein bisschen Obst gibt dann wieder dieser Currysoße noch ein bisschen Süße. Und dann nehmen wir ein bisschen Curry Jaipur, der ist schön fruchtig. Und machen das auf diese Schalotten und auf diese Champignons. So, jetzt brauchen wir Weißwein. Riesling von der Mosel natürlich. Dann brauchen wir unseren Fischfond. Beim Fischfond ist es so, dass wir den auch vorher schon fertig machen. Der Fischfond wird ja aus den Gräten gekocht mit weißem Gemüse, also mit Schalotte, mit Sellerie und vielleicht auch mit ein bisschen frischen Staudensellerie. Dann werden die Gräten angeschwitzt. Sie werden abgelöscht mit Wein, werden aufgefüllt mit Wasser. Vielleicht nimmt man noch ein paar Kräuter dazu. So macht man den Fischfond. Lässt ihn dann noch ein bisschen absetzen und passiert ihn durch ein Tuch. Und dann haben wir das hier im Glas. So, jetzt kommt hier im Prinzip zur Soße. Und zum Schluss, wenn das einreduziert ist, machen wir die Sahne dazu. Also man reduziert das jetzt auf 2/3 und das eine Drittel füllt man wieder auf mit Sahne. Also in unserer Küche spielen Soßen eine fundamentale Rolle. Und um tolle Soßen machen zu können, braucht man erstmal tolle Fonds. Von jedem Produkt, was wir reinkriegen, wird ein Fond gemacht. Also Rehfond, Hirschfond,
Kalbsfond bei Fisch, machen wir einen Fischfond. Und dann kann man nur, wenn man einen Top-Fond hat, anschließend bei der Art von Reduktion, die wir machen, auch eine Top-Soße erreichen. Also es ist immer dieser Reduziervorgang, hier auch. Ne? So, jetzt haben wir hier schon mal den Blumenkohl, der jetzt schön weich gekocht wird. Dann haben wir hier den Ansatz der Soße. Hier haben wir die Schalotten, die Champignons, das Obst, Curry und alles reduziert sich. Also Wasser geht raus, Extrakt bleibt. So, jetzt kommt noch der Honig dazu. Es gibt dem Ganzen noch eine gewisse Süße. Jetzt ist mir die Soße noch nicht gelb genug. Also gehe ich jetzt hin und nehme noch ein bisschen Kurkuma. Dann nehme ich noch ein bisschen Schärfe, ein bisschen Ras El Hanout. So, und dann habe ich noch ein bisschen was so ein bisschen so ätherisch-orangig schmeckt. Das ist Kardamom. Da mache ich auch noch ein bisschen rein. Und noch ein bisschen Koriander. Den Koriander möchte ich noch ein bisschen mörsern. Und dann sind wir mit der Soße hier schon relativ weit. Und der Thomas kann jetzt mal das Püree mixen. Jawohl. Dann haben wir schon die Hauptkomponenten fürs Gericht fertig. Die Soße wird noch kurz mit Maisstärke gebunden. Jetzt muss es leicht aufkochen. Und dann wird sie passiert. Auf der Zunge soll nichts Störendes, sondern nur noch Aroma sein. So, jetzt nehmen wir noch ein, zwei Stückchen Butter, weil wir eine ganz magere Küche machen. Ja, ja, ganz mager. Schon verstanden. Das aufgemixt. Jetzt muss ich zum Schluss noch mal ein bisschen nachwürzen mit Salz, weil das habe ich bisher ja noch vernachlässigt. Gerade eine Prise Salz. Vielleicht noch einen Hauch Pfeffer. Ein bisschen Pfeffer. Und dann noch einen kleinen Spritzer Säure. Säure ist immer sehr wichtig bei einem Gericht. Säure hebt den Geschmack. Habe ich jetzt extra ein Sieb genommen, damit die Kerne da wegbleiben. Und jetzt noch mal mixen. Und dann überprüfe ich den Geschmack. Top, super fruchtig, würzig, leichte Schärfe. So muss es sein. Ich möchte halt, dass es halt ein Maul voll Soße gibt, ja? Und dass die Leute Lust auf den nächsten Löffel haben. Aber ich muss auch genügend Soße drauf tun. Deswegen machen wir halt, also wir haben ganz oft, dass Gäste bei uns noch Soßen nachverlangen. So, wir haben hier wunderbare frische Fische. Forellen aus der Region. Am Vortag gefangen, frischer geht es kaum. Jetzt gehe ich hinter die Kiemen und schneide auf der Mittelgräte nach hinten. Dann habe ich das eine Filet. Und dann nehme ich die andere Seite. Wieder hinter die Kiemen. Drehe vorsichtig um. Wichtig ist auch hier, dass man das Messer sehr gerade führt, fast in einen kleinen Winkel nach unten, aber nicht zu stark. Die Hand natürlich sehr gerade lässt, damit man sich nicht verletzt. Und dann geht man auf der Mittelgräte nach hinten. Und dann hat man auch die zweite Seite in der Hand. So. Hier sieht man jetzt die Bauchgräten, da geht man drunter. So. Dann schneidet man es hier unten weg. So, und dann nehmen wir den Fisch. Wenn man jetzt, die Gräten gehen in diese Richtung, man geht mit dem Messer mal kurz drüber. Dadurch sieht man, dass die Gräten sich hochstellen.
Dann nimmt man eine Grätenzange und zieht die Gräten einfach raus. Die bleiben dann immer an der Grätenzange hängen und deswegen, wenn man ein kleines Wasser sich dann nimmt, lösen die sich von alleine. So, dann machen wir es so, dass wir das von der Haut ziehen. Da brauche ich jetzt praktisch wieder eine gute Anfassposition. Und dann ziehe ich das im Prinzip von der Haut. Und dann haben wir zwei wunderbare Filets. Hier haben wir schon an der Stelle ein bisschen Butter. Und wir machen es halt so, dass wir die aufkochen langsam, dass die Molke sich da trennt. Und wir nur das ganz Klare der Butter benutzen, um den Fisch praktisch leicht in dem Fett zu konfieren. Dann nehme ich ein ganz normales Küchenpapier, mache hier noch ein paar kleine Löcher rein. So, jetzt lege ich das Tuch in Sieb und schütte die geklärte Butter darüber. Jetzt sieht man hier die Molke. Dann haben wir unten drunter nur das Klare. Das klare Fett der Butter. Jetzt kommt ein bisschen von der Butter hier rein. Dann braucht man noch ein bisschen Fischfond. Ein bisschen Flüssigkeit. Jetzt machen wir noch ein bisschen Pfeffer rein. Salz haben wir schon in der klaren Butter drin. Und jetzt brauchen wir wieder Koriander und rosa Pfeffer. Und den wollen wir wieder mörsern. Koriander. Bisschen Salz. Koriandersamen wohlgemerkt. Und gemörsert sind die viel intensiver. Das Zusammenspiel der Grundzutaten und der Gewürze gibt dem Gericht den besonderen Kick. So, und jetzt nimmt man die Filets, macht sie hier rein. So, und jetzt kommt hier eine Folie drüber. Und jetzt gehen wir unter die Wärmelampe und brauchen nur bei der Oberhitze jetzt ein paar Minuten, dass dieser Fisch gar wird, so leicht gar, und dann richten wir es schon an. In der Zwischenzeit kümmert sich Sous-Chef Thomas um den Rohkostsalat, der aus verschiedenen Sorten von buntem Blumenkohl besteht. Fein geraspelt und mit einer Vinaigrette passt dieser Rohkostsalat wunderbar zum warmen Blumenkohlpüree, das Thomas nach dem Pürieren noch zusätzlich passiert. Die verschiedenen Texturen, roh und kühl hier, warm und sämig da, ergeben ein ganz besonderes Mundgefühl. Oder soll ich 2 Filets drin machen? Blumenkohl-Rohkostsalat und Blumenkohlpüree ergänzen perfekt die feinen Forellenfilets. Dazu noch die fruchtig-würzige Soße, die Harald Rössel noch kurz aufgeschlagen hat, damit sie schön luftig ist. Der erste Gang. Ein feiner Auftakt für das, was folgt. Harald Rössel macht sich an den Hauptgang. Rehrücken mit Selleriepüree. Dann fangen wir mal an. Bisschen Butter für unser Selleriepüree. Beim Püree brauchen wir auch nichts richtig mit Farbe anrösten. Jetzt in dem Falle, weil wir einfach ein weißes Püree machen. Am Anfang mache ich eine kleine Prise Salz dazu, etwas Muskatnuss,
Das Ganze wird dann aufgefüllt mit Sahne und Milch. Jetzt füllen wir es auf. Und lassen es mal kochen. Und wieder kommen die Schalotten ins Spiel als Basis für die Soße. Schalotte. Also für die Soße brauchen wir langen Pfeffer. Es gibt ja viele verschiedene Pfefferarten. Und wir nehmen diesen hier. Der sieht so aus wie Lindenblüten. Und wenn man den überbricht, hat so ein bisschen so eine Aromatik von Weihrauch, von Anis. Also eher weniger scharf, aber dafür sehr würzig, ne? Und zerkleinern wir ein bisschen. So, die kommen jetzt hier zu den Schalotten. So, dann kommt noch ein bisschen Rosmarin dazu. Was man gerade so im Garten hat, passt. Dann eine kleine Scheibe Knoblauch, die kommt auch noch mit dazu. Und dann lösche ich das ab mit einem Spätburgunder. Mit einem relativ kräftigen Spätburgunder von der Mosel und eine Mineralität, die dann anschließend wieder sehr, sehr gut zum Reh passt. Die Qualität des Kochweins sollte immer Trinkqualität haben. Und hier muss jetzt im Prinzip, wollen wir extrahieren, das heißt, die Flüssigkeit muss raus. Und wenn das passiert ist, dann füllen wir das Ganze auf mit unserer Jus, also mit unserer Wildjus oder Wildfond. Und dieses Gelierte kommt halt von dem Galat, der auch im Knochen ist. So, das fülle ich jetzt hier zu. Und lass das mal kochen. In der Zwischenzeit widmen wir uns unserem Rehrücken. Der Rehrücken ist natürlich das Edelste, was wir so am Reh haben. Wir schneiden den in so Stücke. Wir brauchen heute nur 2. Und dann ist es so, dass wir den Rehrücken leicht aromatisieren. Und zwar nehmen wir Krüde Kakao. Krüde Kakao sind die Kerne vom Kakao, also eigentlich das Grundzutat für die Schokolade. Und die tun wir hier rein, in den Mörser. Dann habe ich noch ein bisschen Kaffeebohnen genommen. Da kommen auch noch 1, 2 dazu. Die Kaffeebohnen geben mir was wunderbar Bitteres, aber angenehm Bitteres. Dann wird das Ganze gemörsert. So, das reicht schon. Und jetzt nehme ich mir ein Sieb. Der Kakao-Kaffeestaub verstärkt den mineralischen Geschmack des Rehrückens. Schmeckt leicht bitter und nussig. Solche Geschmackskombinationen machen den feinen Unterschied aus und zeigen die besondere Handschrift von Harald Rüssel, der ganz nebenbei auch noch passionierter Jäger ist. Und dann wickle ich das ein, richtig unter Spannung, wie so ein Knallbonbon. Ich drehe das zusammen, wie ein Knallbonbon. Das kommt jetzt auf die Folie. Und hier wird es wieder auf der Folie nochmal eingerollt und wieder eingewickelt. Und dann legen wir das in ein Wasserbad, noch circa 8 Minuten. Und wir wollen eine Kerntemperatur von 56 Grad haben. Dann ist das Fleisch innen drin schön rosé. Und das ist eine wunderbare Geschichte, das kann man gut vorbereiten. Auch wenn die Gäste noch nicht da sind und abends legt man einfach das Fleisch ins Wasser. 8 Minuten ist der Rehrücken fertig. Basta. Jetzt haben wir hier schon die Soße, die ist schon gut runter reduziert. Die reduzierte Soße wird jetzt nochmal passiert. So wie fast alle Soßen bei Harald Rüssel. Die groben Bestandteile sollen raus.
Übrig bleibt die absolute Geschmacksessenz. Vielen Dank. So, dann probiere ich das jetzt noch mal. Die Soße ist wunderbar pfeffrig, aromatisch. Und ohne, dass ich jetzt viel Salz dran gemacht habe, ist die Soße schon etwas salzig. Das kommt von der Mineralität des Wildfonds. Sous-Chef Thomas brät jetzt noch den Spitzkohl an, der später zum Püree gereicht wird. Mit ein bisschen Miso-Paste. Harald Rüssel kümmert sich derweil um das Selleriepüree. Mit der Küchenmaschine schlägt er es cremig. Ja. Da kann man es jetzt gerade passieren durch ein Sieb. Da müsste reichen für unseren Fall. Auch hier wieder, passieren geht über pürieren. Die Textur muss absolut fein sein. Bisschen Zucker. Als nächstes beginnt Harald Rüssel mit einer fruchtigen Soße für seine Waldbrombeeren. Sie sollen das Gericht verfeinern. Zutaten: Zucker und Butter. Da will ich jetzt so einen leicht karamelligen Geschmack haben. Und da kommt ein Schuss Brokkoli dazu. Ein bisschen Saft. Zwetschgensaft. Und hier kommt auch noch mal ein Hauch Pfeffer. Ein Salz. Und dann etwas Stärke. Zum Binden der Soße. Und ein kleines bisschen Essig. Das ist die Basis für die Brombeeren hier. Und die kommen dann in diesen Portwein-Essigfond und geben wir als Beigabe zu unserem Reh. Dann kommt der Rehrücken ins kochende Wasser. Der Hauptgang geht auf die Zielgerade. So, dann nehmen wir das schon mal raus. Der rosige Rehrücken wird jetzt aufgeschnitten. Er ist zwar schon gar, wird aber noch kurz angebraten, nur eine halbe Minute. Das gibt ihm zusätzliche leckere Röstaromen. Noch kurz pfeffern. Dann kann angerichtet werden. Pilz hast du schon dran? Jawohl, wir brauchen nur noch die Brombeeren. Ja. Die enge Zusammenarbeit von Koch und Sous-Chef geschieht mit traumwandlerischer Sicherheit. Das muss auch so sein, denn Timing und Perfektion in jedem einzelnen Arbeitsschritt sind die Grundlage einer Spitzenküche. Nichts darf nur zufällig passieren. Reh ist einfach für mich so das Highlight. Und wenn ich irgendwo hingehe und irgendwo Gastkoch bin, koche ich natürlich sehr, sehr gerne das Reh, weil das einfach so unser Signature ist. Weil wir halt hier auch in dieser Region leben, wo wir diese Rehe halt auch kriegen. Und das Reh ist ein wunderbar zartes Produkt. Es ist cholesterinfrei, es ist fettfrei. Es hat eine wunderbare Struktur und deswegen koche ich das wunderbar gerne. Und zu jeder Jahreszeit anders. Auch mal exotisch. Rehrücken mit Selleriepüree, Spitzkohlfleckerl, Buchenpilzen und Brombeeren. Nicht nur ein Winteressen, das geht zu jeder Jahreszeit. Nun zum Nachtisch. Eine Creme Chantilly mit einem Zwetschgenröster. Für Harald Rüssel eine wunderbare Ergänzung zum Rehrücken und einfach zu machen. Basis, Butter und Zucker und Zwetschgen natürlich. Das war jetzt Portwein, den wir dazu gemacht haben. Jetzt ein bisschen Zwetschgensaft
Und jetzt löst sich das Karamell wieder vom Boden. Und machen wir noch ein bisschen Vanille dazu. Und dazu lassen wir einfach so ein Stück von der Schote hier einfach mit auskochen. Dann noch ein bisschen Minze. Und wieder reduzieren, wie immer. Das Ganze wird jetzt wieder ein bisschen ganz vorsichtig gebunden. Mit ganz normaler, geschmacksneutraler Maisstärke. So. Die Zwetschgen kommen rein. So. Das Ganze mal gut ummengen. So, und jetzt haben wir so einen richtig schönen Zwetschgenröster. Und dann kommt da noch allerbester Zwetschgenbrand hinein. Den brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr kochen, damit er auch seinen Geschmack behält. Soweit die Zwetschgen. Jetzt zur Creme Chantilly. So, die Flüssigkeiten werden hier erhitzt. Sahne und Milch. Und auch hier nehmen wir wieder die gute Vanille. Und tun sie hier rein. Das muss sich jetzt auflösen. So, jetzt ist die Sahne und die Milch aufgekocht. Jetzt geben wir weiße Schokolade dazu. Die jetzt vorsichtig aufgerührt wird. Und dann nimmt man die Gelatine. Und jetzt nehmen wir die Sahne von der Platte. Und dann kommt die Gelatine da rein. Und das ist schon das ganze Hexenwerk. Das Ganze haben wir, das füllt man dann ab in ein Glas und stellt sie über Nacht kalt. Also das muss sich setzen, das muss sich verbinden, die Schokolade muss sich auflösen und dann stellt man das kalt. Und das Ganze sieht dann so aus. Sieht fast aus wie ein Eierstich. Wir heben unter unsere noch etwas am Rand und deswegen schlagen wir die jetzt auf. Also schaumig schlagen. Als kleines Schmankerl macht Sous-Chef Thomas eine Hippe aus Zucker und Milch. Beides einfach nur braun anbraten, bis sich die Flüssigkeit verfestigt hat. Wie eine Krone kommt dieses süße Gebilde am Ende auf den Nachtisch. Und das war's schon. Harald Rüssel liebt dieses Dessert, so einfach in der Zubereitung und so schön schlotzig. Und am Schluss noch die Hippe. Das Dessert am Ende eines 3-Gänge-Menüs. Ein Erlebnis, das Gast und Koch gleichermaßen glücklich macht. Alles gut bei Ihnen? Ja? Wunderbar. Also, dann angenehmen Aufenthalt. Also, mich macht das total glücklich. Also, seit über 30 Jahren macht mich das glücklich. Das hat mich aber auch schon glücklich gemacht, wie ich noch in meiner Ausbildung war. Weil ich finde es einfach schön, wenn man Gästen einen schönen Abend bereiten kann, ein tolles Gericht zaubern kann und die gehen auf Wolke 7 nach Hause. Auf Wolke 7 über den Hunsrück. Auch das schafft Handwerkskunst. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.